Hallo, Hallo! schön, dass du da bist. Und heute kannst du deinen Kopf verlieren. Deshalb bleib dran, wenn du das willst. Ja, wir sprechen heute über ein Thema. Über den Mind hinaus. Wir reden eigentlich viel so drüber, über das, was übers Denken hinausgeht oder über die Gefühle oder über dich selber. Und heute wollen wir da mal ein bisschen drauf eingehen. Ja, wir sagen manchmal so das Ende vom Mind. Und das ist was, womit der Mind ja nichts anfangen kann. Also normal, wenn man zuhört, wenn man was verstehen will, du versuchst vielleicht auch was zu verstehen in dem Video. Wie hören wir zu? Wie verstehen wir? Wir haben eigentlich von klein auf gelernt mit dem Denken. Ne? Also ja, das Denken vollzustopfen mit Wissen. Und immer, wenn irgendwas kommt, versucht der Verstand oder das Denken, wie so alles zu erfassen oder in den Griff zu kriegen oder zu verstehen. Ja, und die Antwort eigentlich wie in seinem eigenen Kopf wie zu suchen. Ja, genau. Also ob das wie korrespondiert mit dem, was wir jetzt vielleicht erzählen. Was man weiß oder genau. Und wir möchten dich heute eigentlich mal an die Grenze vom Mind ranbringen und wenn möglich eigentlich drüber hinaus. Und dafür müssen wir mal schauen, was wir mit Mind meinen. Deshalb ist das englische Wort Mind für uns eigentlich auch so passend, weil es nicht nur Denken ist. Es ist nicht nur Gefühl oder dieses Gefühl von Ich. Mind ist so dieses Gesamtgebilde, was man das Gefühl hat, was man selber ist. Also sind auch die Konzepte drin, die Art, wie man schaut, die Art, wie man wahrnimmt, wie man ins Leben geht und so. Oder wie man geprägt ist. Die Prägung, ja. Genau. Die Was Prägung. wir so von der Welt halten, wie wir leben. Also da ist ganz viel, unsere Identifikation auch drin. Und wenn wir darüber hinaus wollen oder wenn wir sagen, wir wollen euch an die Grenze bringen von dem Mind, dann ist das nicht was Schlimmes, sondern dass der expandieren kann, also dass es wie eigentlich größer werden kann und so. Und der Mind ist einfach geprägt, der kann auch nur existieren in Zeit und Raum. Also der braucht Zeit, um sich zu entwickeln, um wie so da zu sein, und der braucht Raum, also es braucht wie so Raum dafür, dass der erscheinen kann. Und wir wollen dich heute mal dazu einladen, vielleicht fangen wir mal bei der Zeit an, wenn wir dir keine Zeit geben, zu erkennen, wer du bist, wenn wir dir keine Zehntelsekunde Zeit geben zum Nachdenken, wer jetzt gerade zuhört oder schaut. Wer ist das, der schaut? Was ist das? Du darfst nicht in die Gedanken gehen. Du darfst nicht irgendwo hingehen, wo du das Gefühl hast, von da schaue ich. Wie ist das? Gibt es was schneller ist als der Mind? Was den Mind beobachten kann, wie er sich aufbaut, wie er Zeit braucht, um was zu verstehen. Wenn ich dich jetzt frage, wer bist du? Es baut was auf, du brauchst wie eine Zeit, um die Antwort wie aufzubauen. Also du gehst eigentlich in deinen Mind rein und suchst die Antwort, wo du bist. Und was ist, wenn wir dir die Zeit nehmen oder nicht mehr geben? Was ist da? Sofort, was ist da? Ohne Zeit. Das braucht keine Zehntelsekunde, es braucht keine Tausendstelsekunde. Es braucht absolut keine Zeit. Und sobald wir keine Zeit brauchen, sind wir an der Grenze vom Mind. Oder wie wir sagen, außerhalb vom Mind. Es fängt an, dass du außerhalb vom Mind gehst. Du lebst ohne Zeit. Du lebst ohne Einmischung vom Mind. Du bist wie schneller als der Mind.
Schneller als sie das denken eigentlich. Ja, schneller als deine Identität. Du stehst am Morgen auf ohne dich. Du stehst schneller auf, als du dich produzieren kannst. Und vielleicht kennst du das auch, dass du, wenn du irgendwo, ja, wo gehe ich denn als nächstes hin? Und was dann passiert, ist so ein Prozess, wo man überlegt, was ist mein nächster Schritt, zum Beispiel in meinem Leben, oder gehe ich jetzt einkaufen oder ins Kino. Und wir sind es gar nicht gewohnt, in dem Zustand zu sein, wo wir nicht antworten oder wo wir nicht suchen. Also wir kriegen das gar nicht mit, dass wir davor schon existieren. Also vor jeder Denkaktivität bin ich schon da. Ja, aber wir denken diesen Spruch, ich denke, also bin ich. Ja, genau. Ne? Und über dein Mind hinauszugehen, ist zu erfahren, dass du vorher bist. Du bist vorher den Gedanken. Wir müssen gar nicht diese große Denkaktivität haben. Und wir sind sonst zu sehr wie so angepappt an die Gedanken. Also wir existieren nur, wenn wir denken. Ja. Und deshalb sagen wir heute, kannst du wie so deinen Kopf verlieren oder deinen Mind verlieren. Weil genau das nicht stimmt. Der Mind ist vorher. Du kannst ihn wahrnehmen, den Mind. Du kannst die Gefühle wahrnehmen, du kannst den Körper wahrnehmen, du kannst das Denken wahrnehmen. Und du kommst eigentlich über den Mind hinaus, wenn du die Zeit kappst. Das ist ja auch das Buch oder der Tipp eigentlich vom Eckhart Tolle, so schön mit diesem Jetzt. Wenn du wirklich ins Jetzt kommst, hat es keinen Platz für dieses Gebilde, also dieses Gebilde. Das Denken ist da, die Gefühle sind da, aber du realisierst, dass du das Jetzt bist. Du bist dieser Raum, diese Weite, diese stille Wahrnehmung, die einfach da ist. Und dann kommt der Gedanke, dann kommt das Ich, dann kommt der Mind, das ganze Konzeptuale und so. Und eine Entwicklung fürs Menschsein kann eigentlich nur kommen aus der anderen Ebene, aus der Ebene, die über den Mind hinausgeht. Und der zweite große Punkt, wo der Mind braucht oder das Denken braucht, ist Raum. Es gibt keine flachen Gedanken, es gibt keine Gedanken, wo keinen Raum haben. So. Es gibt kein Gefühl, wo flach ist. Alles braucht Raum. Also der ganze Mind-Aktivität und das Leben an sich braucht Raum. Aber du bist ohne Raum. Du bist vor dem Raum. Du bist, bevor der Raum erschaffen wird, bist du da. Und dieses Realisieren von diesem Raumlosen, von dieser Stille, die keinen Raum hat, also bevor jeder Raum erschaffen wird, bist du. Du bist schneller als die Zeit und du bist größer als jeder Raum. Ja, mit diesen zwei Hinweisen kannst du wie ergründen, kommst du eigentlich immer an die Grenze vom Mind. Ne? Wenn du die Zeit wegnimmst und den Raum wegnimmst, was ist dann noch da? Der Raum wird erschaffen, die Zeit wird erschaffen und du bist schneller und größer. Also bevor schnell und groß da ist, bist du schon da. Und das ist eigentlich die Dimension, wo wir drüber reden, über den Mind hinaus. Und jeder von euch kann das erfahren, jeder von euch kann das erforschen. Wir brauchen manchmal wie nur diesen Mut, halt auch dahin zu gucken. Ne? Also diesen Glauben an, ich denke, also bin ich. Oder ich fühle, also bin ich. Oder ich habe einen Körper, also bin ich. Wenn wir wie den Punkt verlieren, wo wir sind, also wenn wir wirklich mal so suchen, wo sind denn wir tatsächlich?
Wo sind wir? Wo sind wir hier im Körper? Wo ist genau der Ort, wo wir sind? Und wenn wir diesen Punkt, dieses Genaue, wo wir manchmal uns wie so einbilden zu sein, loslassen, wo sind wir dann? Wir lösen uns auf ins Ganze. Wir finden plötzlich keinen Ort mehr, von wo wir schauen. Wir finden keinen Ort mehr, von wo wir hören. Wir finden keinen Ort mehr, wovon wir leben. Und das ist der Punkt, wo an der Grenze vom Mind ist, außerhalb vom Mind. Und von da aus, von außerhalb vom Mind, kommen die Impulse, kommt das Leben, drückt dein Potenzial nach vorne. Von da, also von dieser Quelle könnte man auch sagen, von dieser Quelle kommt eigentlich wie so alles und du bist diese Quelle. Und du musst dich nur eigentlich bei diesen 2 Punkten zurückbesinnen. Du existierst nur in deinem Kopf mit Zeit und Raum. Nimm dir das weg und du wirst erkennen, wer du wirklich bist. Und wenn dich das Thema interessiert, dann komm mit uns nach Indien. November, 10 Tage, Satsang-Retreat, wo wir ganz tief eigentlich in das hineingehen. Ja, es braucht wie so eine Zeit manchmal, das zu erforschen, da wirklich mal hinzugucken und das selber zu erfahren. Also je stärker wir das selber erfahren, dass das stimmt und dass ich dann immer noch existiere, das ist eine wahnsinnige Befreiung, eine tiefe Erleichterung. Das ist auch wie so ein Nachhausekommen. Und ja, vielleicht, wenn du bis zum Ende geguckt hast, jetzt auch vom Video, wie so mindblowing. Also da gibt es was, wovon der Mind keine Ahnung hat. Ja, und das ist, Ja, und du erlebst eigentlich die Unsterblichkeit. Ne? Ja. Du erlebst was, wo nicht sterben kann, weil sterben kann nur was in Raum und Zeit. Ne? Und du bist das, wo unendlich ist, wo immer da ist. Ne? Und das erwartet dich eigentlich wie so am Ende des Minds. So, an der Grenze vom Mind erwartet dich das eigentlich. Und das ist eigentlich das Wunderschöne, so manchmal an so spiritueller Arbeit, du musst nicht glauben, du kannst es tatsächlich erkennen, ne, weil es wahr ist, weil es deine Natur ist. Aber man braucht Zeit dafür, ja, könnte man sagen. Ne? Der Mind braucht wieder Zeit und Raum. Ja, genau. Ist mal witzig, ne? Du brauchst Zeit und Raum, um das Zeitlose und den Raum zu erforschen. Ne? Aber das ist nur, weil der Glaube so stark ist. Der Glaube vom Mind, ich bin, wenn ich denke, ich bin, wenn ich fühle. Aber wo bist du im Schlaf? Wo bist du, wenn du nicht träumst? Wo bist du, wenn du nicht weißt, wo du bist? Ja. Ja, und alle Menschen, die das interessiert, es ist einfach auch im Moment eine gute Zeit. Der Mind ist auch am Ende. Der ist wie so frustriert, der ist unglücklich, der findet immer irgendwas, warum das Leben schwierig ist oder problematisch oder schwer. Und sich dem zu, und wir haben eigentlich, die meisten Menschen haben eigentlich im Außen sehr gesucht. Also wir haben genug Essen, wir haben genug Trinken, wir haben alle ein Auto, wir haben eine Wohnung, wir haben einen Job. Und trotzdem irgendwie stellt sich da nichts ein, glücklich zu sein, weil das ist wir sind wie so an so einer Grenze. Viele Menschen merken das irgendwie, es geht wie nicht weiter. Und dass man über den Mind hinausgehen kann sich ja gar keiner vorstellen. Ne? Das ist noch so, das ist so mega unerforscht. Und es haben noch nicht viele Menschen den Mut gehabt, da wirklich hinzugucken. Und wenn dich das interessiert, ist das mega schön, weil ja, das ist so, das gibt wie so, es geht weiter. Also das Leben ist nicht fertig, da wenn der Mind alles hat, was er sich vorgestellt hat, wie er glücklich wird und dann merkt, irgendwie hat er es doch nicht geschafft, glücklich zu werden, ist vielleicht auch die Zeit weiterzugehen, weil unser Potenzial ist viel größer und unser Leben ist viel größer. Ja, von daher ist es mega schön für alle Menschen, die das interessiert.
dafür sind wir da. Ja. Viel Freude beim Nachforschen. Ja. Und schreib uns gerne in die Kommentare oder melde dich gerne bei uns, wenn du Interesse hast. Und sonst bis zum nächsten Mal. Genau. Alles Liebe aus Berlin. Ja, tschüss.